heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute werde ich ein bisschen was erzählen über die Firma Cosina HI Light. Eine Kamera, die um 1971 gebaut wurde. Cosina ist der Nachfolger eines Unternehmens, das im Februar 1959 als Linsenbearbeitungsfabrik gegründet wurde und war ein Pionier in optischen Polieren und Herstellen von Linsen in Japan war. Gegründet ist die Fabrik unter dem Namen Nikko oder Nikkei. Ein paar Jahre später ändert der Name Nikkei oder Nikko als Cosina, weil leichter zum Aussprechen war, aber auch für den internationalen Verkauf günstiger war. Der erste Teil des Namens bezieht sich auf das Koshi-Gebiet in Japan und dort war nämlich auch die Gründung oder das Gründungsunternehmen zu Hause. Während Na für die Präfektur Nagano der zweite Standbein der Firma war. Und Nagano kennen wir alle vom Skifahren und von den Skiwettbewerben. Der Name kommt von altgriechischen für Cosina und das heißt so viel die Ordnungsliebende. Was natürlich die Kamera mit Ordnungsliebe zu tun hat, das weiß ich nicht. Im Jahr 1966 ist auch der Produktionsbeginn für Kompakt-Sofortbildkameras und für 8 mm Filmkameras. Ab etwa 1970 kommen die Spiegelreflexkameras der Serie Highlight auf den Markt und Cosina ist ein fast Marktführer für diese Produktionssegment, das von vielen großen Produzenten wie Zeiss, Pentax, Pentagon und Zenith verwendete Schraubgewinde ermöglichen natürlich eine sehr große Auswahl an Wechselobjektiven und so verwendete auch Cosina diese Schraubgewinde. Nach die Turbulenzen in Deutschland, in deutschen Fotoindustrie und ist dann so weit gekommen, dass Cosina Inhaber der Marken Voigtländer und Zeiss-Ikon wurden. Speziell für den deutschen Markt produzierte Cosina zum Beispiel für die Firma Universa Fototechnik und für das Nienberger Fotohaus Post Kameras unter natürlich eine eigene Level. Der Name Cosina oder die Produkte von der Firma waren so beliebt, dass auch andere bekannten Namen wie Canon, Nikon, Olympus ließen sich von Konica Spiegelreflexkameras anfertigen, was der Verbraucher natürlich nicht bekannt war. 1982 beging Cosina mit der Herstellung von Wechselobjektiven für Spiegelreflexkameras. Verschiedene Hersteller wieder, wie Vivita, Tamron, Exacta, Soligur und Voigtländer zählten zu den Kunden der Firma. Hier haben wir eine 35 mm Kleinbildkamera. Objektiv ist eine Cosinon 50 mm Brennweite, M42 Schraubgewinde und das ist natürlich die ideale Möglichkeit für die Wechselobjektive. Die Kamera hat einen Selbstauslöser und der Verschluss ist bis zu 1/1000 Sekunde. Die Belichtungsmessung ist durch die Optik, hat eine Stativgewinde und eines blieb aber unbekannt, dass sehr viele interessante Innovationen der besten Produkte der letzten Jahrzehnten stammen von der japanischen Firma Cosina. Diese wurde aber auch von
sehr viele anderen Kunden unter der eigenen Name verwendet. Eines kann man aber nicht verstecken wieder. Äußeres Aussehen, Gewicht und alle Merkmale deuten auf Anleihen aus der deutschen Fotoindustrie. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.